Bevor es losgeht, liebe Zuschauer, habe ich noch einen Tipp für Sie. Für ein Mehr an Genuss habe ich diesen Film mit Untertiteln in Hochdeutsch versehen, die Sie zuschalten können. Meer im Süden baut an hochwertigere Kraftfahrzeuge mit. Meer im Süden macht da bessere Wein. Herzlich willkommen in der Weinsüdenstadt Besigheim am Neckar. Anlässlich des Weltgästeführertags lade ich Sie dieses Mal zu einem digitalen Spaziergang durch unsere malerische Altstadt ein. Passend zum Jahresmotto Musik liegt in der Luft, wollen wir gleich mal den Waldhornturm besteigen. Der Waldhornturm hatte ursprünglich keinen Eingang hier unten. Der wurde erst in den 40er Jahren geschaffen, um uns einen besseren Zugang zu ermöglichen. Immer am Winzerfest Sonntagmorgen kommt der Posaunenchor schon recht früh auf den Turm hoch. Und ab 9 Uhr bläst er dann vom Turm, um seine Besigheimer zu erfreuen. Hier im 4. Stock hört man schon die Dohlen, denn die nisten hier gerne. Und wenn die Posaunenchörler dann hier hochkommen, dann steht manchmal drüben in den Weinbergen am Niedernberg schon ein einsamer Trompeter, der sie morgens begrüßt. Und von hier oben genießt man auch immer eine wunderbare Aussicht auf die Besigheimer Altstadt. Hier in der Kirchstraße, wo sich der Platz so ein kleines bisschen erweitert, kommen wir erstmal hier am Geburtshaus von Christoph Schrempf vorbei. Hier war früher die Hutmacherei von Karl Brose. Der Karl Brose war musikalisch unglaublich talentiert und interessiert. Er hat hier, sowas wie der Vorläufer vom Sandmännle, samstagabends seine kleine Serenade gespielt. Aus dem oberen rechten Fenster hat er mit der Klarinette ein paar Stückle vorgespielt. Und jemand, der am Marktplatz gewohnt hat, hat gesagt, wenn die den gehört haben, dann habe ich gewusst, jetzt geht es noch eine Weile, dann kommst du in die Badwanne und dann musst du ins Bett. Und besagter Karl Brose hatte als erster die Idee, den Schuldes von Bäsker beim Besigheimer Winzerfest darzustellen. Da hat er einen riesigen Zylinder selber hergestellt und ist damit im Festzug gelaufen. Auf halber Höhe der Stadt liegt der Marktplatz. Hier steht das Rathaus, das gebaut werden durfte, nachdem 1459 die Genehmigung dafür erteilt wurde. Es war aber ursprünglich nicht gleich ein ganzes Rathaus, sondern ein überdachter Markt. Dann hat ja die Kasse geklingelt, ne? Das war Musik in den Ohren der Herrschaft. Im Erdgeschoss war das Kaufhaus, im 1. Stock das Tanzhaus. Ein durchgehender großer Saal, der auch, wenn zwischendurch mal die Kirche renoviert werden musste, für Gottesdienste genutzt wurde. Und dieses Tanzhaus heißt so, weil man es für Hochzeiten mieten konnte. Der Stadtvogt Viktor Stephan Essig musste keine Miete bezahlen, als er hier seine Hochzeit mit der Eva Lebauer aus Ottmarsheim gefeiert hat. Im 2. Stock, da war dann wirklich das Rathaus. So, und dann gehen wir hier rechts die Amtsgerichtsgasse rein. Am Ende der Amtsgerichtsgasse biegen wir dann links ab und gehen durch den finsteren Winkel auf die Mauer. Und auch der Maler Richard Duschek, der sehr gerne in Besigheim gelebt hat, weil er sich so in eine Besigheimerin verliebt hatte, hat die Musik in der Luft eingefangen mit diesen Laterne laufenden Kindern. Und an diesem wunderschönen alten Pfründhaus, Pfarrgasse 10, halten wir uns dann links. Hier kurz vor der Kirche sind wir an der Schule am Steinhaus angelangt. Die ehemalige Lateinschule war der Platz, an dem auch der Friedrich Richter gewirkt hat. Er hat das Heimatlied verfasst, das später von Silcher vertont wurde. Am Neckar, da ist ja jedes gern.
Und zu dieser Dichtung mag ihn ja nicht nur der gute Besigheimer Wein, sondern auch der schöne Anblick inspiriert haben. Von seinem Arbeitsplatz in der Lateinschule aus konnte er nämlich den Niedernberg und den Schalkstein sehen und unten den Neckar, der gegen diesen Prallhang floss, denn wo heute die B27 verläuft, das war eigentlich das ursprüngliche Bett des Neckars. Und damit sind wir auch schon an der Stadtkirche angelangt. Hier gibt es natürlich im Gottesdienst immer sehr viel zu singen. Auch Konzerte finden hier schöne statt. Und auch in diesem wunderschönen Hochaltar, der Christoph von Urach zugeschrieben wird, gibt es eine ganz besonders schöne musikalische Szene. Hier spielt König David die Harfe. Wenn wir uns jetzt wieder zum Ausgang wenden, sehen wir die Orgel auf der Westempore der Kirche. Und hier war der Wirkensplatz vieler Kirchenmusikdirektoren. Auch am Klang der Kirchenglocken kann man hören, dass es in Besigheim einen sehr guten Wein gab. Denn nur Gemeinden mit ausreichend Geld konnten sich so große Glocken leisten, die so einen tiefen Ton erzeugt haben. Man weiß es ja. Vinum bonum, vinum bonum. In andere Gemeinden, wo sie kein so gutes Weihgeld hätten, da klingt die Kirchenglocke eher Scheißweih, Scheißweih, Scheißweih. Wir stehen jetzt im Bereich der oberen Burg. Also auch dieser Turm hier wurde um 1220 angelegt. Und man sieht den Eingang im 3. Stock. Das ist natürlich wichtig für ein wehrhaftes Gebäude, dass der Eingang schlecht zu erreichen ist für Belagerer. Daneben das Steinhaus wurde dann um 1235 begonnen. Im Steinhaus hat zunächst die Familie vom Stein gewohnt, bis es dann mal gebrannt hat. Dann hatten sie keine rechte Freude mehr dran, haben sich auf einen anderen Wohnsitz zurückgezogen und dieses Haus verkauft. Man hat einen Fruchtkasten draus gemacht und Getreide eingelagert. Mehrere Umnutzungen sind hier erfolgt, was man auch an den Fenstern sehen kann. Die sind ganz verschieden geformt. Diese beiden gotischen Fenster zum Beispiel, die stammen noch aus der ganz frühen Bauperiode. Hier in der Musikschule im Steinhaus liegt immer Musik in der Luft. Und was wir hier sehen können, ist die Bedeutung des Wortes Fensterbank. Und das hat seinen Ursprung im Mittelalter, als man sich in den Nischen Bänke eingebaut hat, um das Tageslicht nutzen zu können für die tägliche Arbeit. Ende des 18. Jahrhunderts wurden in ganz Württemberg Oberamtsgefängnisse gebaut. Grund war die Humanisierung des Strafvollzugs, die Leibesstrafen wie Rädern, Vierteilen, Hängen oder Köpfen durch Bestrafung mit Freiheitsentzug ersetzte. Zu den Schießscharten kam ein bisschen Licht rein für die Gefangenen, aber so lustig war es damals, glaube ich, nicht. Aber damals war es ja auch noch nicht resozialisierend, sondern Strafe. Da konnten die Gefangenen sicher ein Liedchen davon singen. Der Kanonenofen, der konnte nur von außen beheizt werden, damit die Gefangenen nicht ans Feuer kamen und keinen Blödsinn machen konnten. Und heute sind aus den Gefängniszellen Musikzellen geworden. Und um jetzt noch aufs Winzerfest zu kommen, hier führt der sonntägliche Festzug wieder raus aus der Altstadt und löst sich dann hier vorne langsam auf. Wir gehen hier links. Dieser kleine Fußweg führt uns zum alten Friedhof. Und hier wollen wir uns noch die Erinnerungssteine anschauen. Der schon erwähnte Friedrich Schelling hat sich seiner Lebtag unermüdlich eingesetzt für die Musik in Besigheim, hat sämtliche wichtigen Posten bekleidet und auch dazu beigetragen, dass die Stadtkapelle 1925 gegründet wurde. Aber unser eigentliches Ziel ist die Stele Nummer 3. Wir haben hier erstmal so den mittelalterlichen Trommler und den Pfeifer. Immer wenn was zu verkünden war, dann kamen die ins Spiel und die Leute sind zusammengelaufen, um sich zu versammeln. Und dann haben wir hier den Hutmachermeister Karl Brose, die Stadtkapelle Besigheim, wie sie marschiert. Und auch eine passende Musik dazu gibt es hier. Und dann haben wir ganz oben noch den Karl Häusler. Er spielt ungefähr alles. Er könnte auf einer Gießkanne Trompete spielen. Und hier gibt es also schöne Melodien dazu. Und auf der Rückseite gibt es auch Musik. Hier haben wir den Waldhornturm. Oben weht ja die Fahne des Posaunenchors. Dann haben wir hier nochmal Kirchenmusik. Das ist der Conny Kramer, der war damals Kirchenmusikdirektor in Besigheim.
und daneben die Frau Landthaler an der Orgel. Und dann haben wir ganz oben wieder unseren Bezug zum Weinberg, der Herr Pfefferle. Die ganzen Noten dazu könnte ich vorsingen, aber jetzt ist schon spät geworden. Ich würde sagen, die singe ich vor, wenn Sie Besigheim besuchen und mit mir einen Spaziergang über den Stelenparcours machen. Tschüss! Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.